Hallo und herzlich willkommen bei MP Drive zu einem neuen Review. Heute bei uns ein 2024er Tesla Model Y in der Farbe Midnight Cherry Red. Die Farbe wirkt auf den ersten Blick ja schon relativ dunkel, wie ein dunkles Weinrot, sage ich mal eher. In der Sonne kann sie natürlich auch wirken wie ja schon etwas dunkleres, aber schon stärkeres Rot. Sonst von der Bereifung her haben wir zwei 55, 45, 19 Zoll vorne und hinten. An der Heckpartie LED-Scheinwerfer. Sonst hier links die elektrisch hochfahrbare Ladeklappe. Fährt dann auch elektrisch wieder zurück. Kommen wir zum Kofferraum. Geht hier auch elektrisch auf. Ist noch auf die Garage eingespeichert. So würde das dann aussehen, wenn die Heckklappe komplett öffnet. Wir haben hier ein Volumen von ca. 850 Liter. Kofferraum bzw. Laderaumabdeckung ist hier faltbar. Ein weiterer Ladeboden hier unten. Rechts und links sind nochmal sehr große Compartments. Sonst haben wir hier gut Platz. Das machen wir einmal zu. Anhängerkupplung wäre hier auch möglich, hat das Modell allerdings nicht. Sonst kommen wir zur Rückbank. Hier hinten haben wir Alcantara an den Seitenwangen. Weiche Materialien verbaut. Innen ist es auch nochmal ausgekleidet. Wir legen das einmal zur Seite. Schwarzes Leder hinten und vorne. Die Rückenlehnen sind tatsächlich auch in der Neigung verstellbar. Bedeutet, wir haben hier, man kann es, glaube ich, ganz gut sehen, das ist die vorderste Position. Das hier wäre dann die hinterste. Und dann schließt es auch komplett ab. Die Auflage ist leider nicht verstellbar, wie man es zum Beispiel vom VW Tiguan kennt. Scheibentönung beim Model Y auch möglich ab Werk. Kommen wir zur Beifahrerseite. Auch hier Alcantara in den Seitenwangen, weiche Materialien oben wie unten. Das hier auch noch mal ausgekleidet. Und hier haben wir die Holzapplikationen. Die gehen auch, kann man ganz gut sehen, relativ nahtlos ineinander über. Elektrisch verstellbare Sitze. Kurz nochmal hierzu, das ist nicht wie beim Facelift, dass wir hier eine Ambientebeleuchtung drin haben. Also auch noch beim 224er Modell keine Ambientebeleuchtung. Die ist dann wirklich erst beim Facelift vorrätig, also sozusagen Juniper-Modell. Wir haben an Kamerasystemen, man kann es ganz gut sehen, hier einmal die Kamera für die Totwinkelwarnung. Hier ist noch eine Kamera und ungefähr hier in dem Bereich ist dann auch der Chip für die Keykarte. Viele fragen sich auch, wie bekomme ich eigentlich so einen Tesla überhaupt auf an den Türgriffen? Wie verwende ich diese Türgriffe? Und viele greifen ja einfach hier rein und gehen dann vielleicht von unten oder versuchen es dann irgendwie mit irgendeiner komischen Handbewegung. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen einfach mit dem Daumen hier rein, mit den 4 Fingern und ziehen. Ist ganz einfach, braucht man keine komischen Handbewegungen machen. Normalerweise würde ich jetzt dann hier für die Motorhaube einmal die Entriegelung öffnen. Das geht beim Tesla entweder über das Display oder optional auch per App. So. Wir haben hier ein Volumen von 114 Liter im sogenannten Frunk, geeignet für Ladekabel, Verbandskasten, Warndreieck und so weiter. Sonst bitte keine Kleintiere oder ähnliches hier reinstecken. Es wird nämlich sehr warm und ist auch einfach dafür nicht gedacht. So viel dazu. Was wir sonst beim Verbrenner hier hätten, was beim E-Auto ja eher am unteren
Teil des Fahrzeugs ist, wir haben hier einen 60 Kilowatt Akku verbaut. Bedeutet, wir haben das Tesla Model Y Standard Range RWD, also mit Hinterradantrieb, 299 PS, 420 Newtonmeter. Und die schauen wir uns auch gleich nochmal auf der Autobahn an. Kommen wir aber erst nochmal zum Innenraum. Auch beim Model Y rahmenlose Scheiben mit Doppelverglasung. Hier auch 4 Fensterheber, Notentriegelung für die Tür. Befindet sich hier, sonst immer den Taster verwenden. Einstieg ist wirklich sehr, sehr angenehm, vor allem für große Personen oder auch ältere Personen. Da hat man genug Platz. Was haben wir hier? Das Lenkrad mit den 2 Scrolltasten, womit sich so gut wie alles bedienen ist, also Lautstärke, Tempomat und so weiter. Einen wirklichen Blinkerhebel und auch einen Hebel für die Geschwindigkeit, für die Wählhebelverstellung. Das ist ja bei Tesla leider nicht mehr normal, dass man sowas hat. Sonst induktive Ladestation. Wir haben hier einmal ein iPhone 17 Pro. Passt auch super rein. Wackelt ein bisschen hin und her. Pro Max Modelle würden hier allerdings auch noch Platz finden. Hier ein sehr großes Compartment. Man kann schon sehen, ich kann hier meine Hand fast komplett reinstecken. Geht dann auch sehr, sehr schön zu. Handschuhfach auch nochmal sehr, sehr viel Platz. Also man kann schon sehen, hier haben wir auch nochmal eine 12 Volt Steckdose, Cupholder und dann war es das tatsächlich auch. Wir haben hier noch das Panoramaglasdach verbaut. Beim Model 3 wäre ja ungefähr hier nochmal ein Dachholm. Der entfällt bei Model Y. Meines Erachtens wirklich sehr, sehr schön, auch wenn man es nicht öffnen kann. Zum Display kurz angeschnitten. Hierüber macht man ja beim Tesla alles. Bedeutet, wir können hier einmal die komplette Dynamik vom Fahrzeug verändern. Beschleunigungsmodus lässig, sehr, sehr zurückhaltend. Standard ist dann komplette Power, Lenkgewicht, also einfach wie schwergängig die Lenkung ist. Wir haben das autonome Fahren, Verriegelung, Beleuchtung und so weiter und so fort. Aber da gibt es ja genügend Videos, was es da alles für Einstellungsmöglichkeiten gibt. Kurz nochmal angeschnitten das Thema Reichweite. Wir haben hier ca. 12.000 Kilometer auf dem Fahrzeug drauf. Bei einem Akkuladestand von 70% haben wir hier 276 Kilometer noch übrig. Angegeben ist er mit 440 Kilometer Reichweite. Bei einem Verbrauch von 15,7 Kilowattstunden. Laden könnt ihr hier mit maximal 175 kW DC und von 10 auf 80% geht es in 25 Minuten. Aber genug zum Innenraum. Wir wollen mal schauen, wie das Teil eigentlich fährt. Und das finden wir jetzt dann auch raus. Wendekreis, Tesla typisch, sehr schlecht. Aber gut, dafür gibt es auch viele positive Punkte. Zum Beispiel die Beschleunigung. Denn das gute Stück hier beschleunigt in 6,9 Sekunden von 0 auf 100 mit einem Topspeed von 217 km/h. Und die ganzen Leistungsdaten treffen dann auf ca. 1909 Kilo Leergewicht, die man tatsächlich auch in der Kurve spürt. Aber er kann es relativ gut kaschieren. Das Fahrwerk ist wirklich enorm gut abgestimmt. Das war die Geschwindigkeitswarnung, ist ja leider ab 2024 bei manchen Modellen schon mit dabei. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Zum Display vielleicht noch mal ganz kurz. Denn auch die Lüfterverstellung funktioniert über das Display. Also nicht manuell, hier geht eigentlich so gut wie gar nichts manuell.
außer die Lüfterverstellung hinter der Mittelarmlehne für die hinteren Personen. Es wurde allerdings extrem gut gelöst. Also man kann schon sehen hier diese Linien. Da gibt es Hersteller, die haben das weniger gut umgesetzt. Was haben wir hier noch? Wir haben auch eine Lenkradheizung verbaut. Sitzheizung hinten, zumindest bei dem Modell, ist auch mit dabei. Lautsprecher, auch noch mal ganz kurz angeschnitten. Man kann es ja schon sehen, wir haben hier einen und auch unten in den Türen. Insgesamt sind das 14 Lautsprecher an der Zahl mit einer Gesamtleistung von 560 Watt. So, jetzt auch bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Lautstärke technisch wirklich absolut im grünen Bereich. Die Abrollgeräusche von den Reifen sind auch sehr niedrig, sind allerdings, muss ich dazu sagen, auch gute Reifen hier draufgezogen. Aber von den Windgeräuschen, vor allem bei den rahmenlosen Scheiben hier, hört man so gut wie nichts. Sind ja natürlich auch doppelt verglast, aber dennoch, da kann es trotzdem mal sein, dass man dann was hört. Wir werden später auch nochmal mehr Windgeräusche hören, vor allem bei Geschwindigkeiten über 200 km/h. Wir hatten genau dieses Modell tatsächlich ja auch schon mal in einem vorherigen Video mit einem Topspeed von ich glaube, wir haben dann ca. 222 geschafft. Also das müssten dann auch 217 GPS sein, wo er dann eben abgeregelt ist. Aber mit so einem Modell fährt man das, denke ich, auch relativ wenig. Da ist dann eher wenn man es sportlicher haben will, der Model 3 vielleicht die bessere Wahl, auch weil der Schwerpunkt deutlich niedriger ist. Vor allem hier im Model Y mit dem hohen Aufbau, mit dem Panoramadach. Das merkt man schon gut in der Kurve, wenn ich jetzt hier einmal beschleunige mit 70. Man fühlt sich schon sicher, aber man merkt, das Gewicht drückt einen deutlich nach außen. Es ist jetzt dann auch freigegeben. Wir gehen mal auf die linke Spur über. Man sieht hier auch beim Blinken, der Totwinkelassistent geht dann automatisch an. Und ich habe jetzt auch nichts gemacht. Der hat den Spurwechsel erkannt. Blinker geht automatisch aus. Sehr, sehr tolle Funktion. Wir können auch hier die Karte wegwischen und einfach hier in so einem kleinen Ausschnitt haben wir dann noch eine kleine Karte drin. Sonst ist die Straße hier im Fokus und die wollen wir auf der Autobahn natürlich auch haben. Hinter uns ist dann auch gerade niemand. Bedeutet, dann schauen wir einfach mal, was das Ding auch 0-100 bringt und dann auch 100-200. So, drücken wir das einmal durch. Und da sind auch schon die 200. Wenn wir jetzt hier so bleiben bei 200, ja, man muss sich schon etwas lauter unterhalten, aber wenn man es eilig hat, dann würde auch die Geschwindigkeit hier gehen. 222 und man merkt auch, er nimmt die Leistung zurück. Also er könnte mehr, er könnte schneller, aber es ist halt einfach begrenzt. Ja, sonst auch hier, er liegt super auf der Straße, trotz des hohen Aufbaus. Es ist ja ein SUV. Ich muss sehr, sehr wenig gegenlenken. Die Tesla-Lenkung ist ja auch sehr, sehr direkt. Also selbst kleine Lenkimpulse geben mir schon eine große Rückmeldung an die Räder.
Normale Reisegeschwindigkeit würde ich bei ihm sagen, er fühlt sich so bei 150 bis 160 wohl. Beim E-Auto ist es natürlich eher bei 130. Verbrauchstechnisch am besten alles über 130, zieht dann schon sehr, sehr viel Energie. Auch die Lautstärke jetzt bei 150. Ich kann wieder relativ normal reden. Ich rede jetzt natürlich ein bisschen lauter, damit ihr mich auch besser versteht. Aber wenn man jetzt mit seiner Frau und seinen 2 Kindern hier unterwegs ist, Kinder müssen vielleicht schlafen auf der Rücksitzbank, da kann man die 140, 150 schon fahren. Das ist auf jeden Fall möglich, weil vor allem auch der Model Y ja eher von Familien gekauft wird, weil man eben sehr gut den Kinderwagen reinbekommt, plus 2 Kinder. Man hat enorm viel Kofferraumvolumen. Das ist einfach ein Familienauto. Wir fahren jetzt dann gleich nochmal ab und dann nochmal auf die Autobahn drauf. Machen dann noch einen kleinen Test von 100 auf 200, vielleicht dann auch nochmal 0-100, dass man nochmal sieht, wie er sich dann wirklich verhält. Die Batterie ist jetzt dann auch dementsprechend schon warm, beziehungsweise ja vorkonditioniert, wenn man das sagen kann. Ja, so viel zum Tesla Model Y Standard Range RWD. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen lauschen, wie das Fahrverhalten so generell auf der Autobahn ist. Sonst schaut gerne auch in unser anderes Video rein auf der Autobahn, auch mit Topspeed von 222. Und sonst wären wir damit auch am Ende von unserem heutigen Review angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt.
Und falls ihr auch euer Auto bei uns auf unserem Kanal sehen wollt, schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram, YouTube, TikTok oder auch per E-Mail. Alle weiteren Infos findet ihr sonst bei uns in der Infobox und somit bis zum nächsten Mal. Ciao!